In diesem Segment wollen wir nun Komposition für beide Szenen entwickeln. Dazu brauchen wir etwas Vorwissen zum Thema Komposition und Perspektive. Zuerst einmal zur Komposition. Komposition ist das Grundgerüst für ein gutes Bild, sei es fotografiert, gemalt oder auch gezeichnet. Ohne eine gute Komposition weiß der Betrachter nicht, wohin er zuerst schauen soll. Wir als Menschen in unserem kleinen Gehirn suchen in einem Bild ganz automatisch nach einem Fokuspunkt, um zu verstehen, was uns das Bild eigentlich sagen möchte. Dafür können wir nichts, das ist evolutionär angeboren und tief in unserem Wahrnehmungsapparat verankert. Du kannst als Gestalter noch so viel Zeit und Energie in Details und Texturen, coole Materialien oder fancy Effekte stecken. Wenn deine Komposition nicht sitzt oder zu schwammig ist, kannst du den Rest eigentlich gleich direkt sein lassen. Wir müssen den Blick des Betrachters mit einer guten Komposition so lenken, dass er beschäftigt, aber nicht überfordert ist. Die 3 einfachsten Kompositionsmodelle, die ich dir zeigen möchte, sind Symmetrie, Rule of Thirds, auch Drittelregel genannt, und der goldene Schnitt. Diese 3 Modelle sind keine Gesetze, an die du dich stumpf halten musst, sie bilden aber eine solide Grundlage, die du zuerst verstehen musst, bevor du dich bewusst dagegen entscheiden oder sie abwandeln kannst. Symmetrie ist, wenn wir den Fokus des Bildes in die Mitte legen oder wenn sich die beiden Bildhälften spiegeln lassen, ohne dass sich der Bildeindruck verändert. Symmetrie strahlt oft Ruhe aus. Sie wird auch verwendet, um eine besondere Wichtigkeit oder Stärke auszudrücken. Auf der anderen Seite kann Symmetrie Spannungslosigkeit hervorrufen oder sogar artifiziell wirken. Das hängt stark von dem Motiv und dem Kontext ab. Hier ein paar Beispiele. In allen 4 Beispielen benutzt der Regisseur oder Kameramann Symmetrie, um unseren Blick in die Mitte zu lenken. Das obere und untere Bild ist von 2001 Space Odyssey, das zweite Bild ist von Blade Runner 2049 und das dritte von Full Metal Jacket. Zu dem zweiten Bild von oben von Blade Runner. In dieser Szene läuft der Protagonist in der Mitte des Bildes nach vorne in den Nebel. Er läuft dabei extrem vorsichtig, fast wie auf rohen Eiern oder auf einer Eisfläche, die droht einzubrechen. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Ich glaube, dass der Regisseur Denis Villeneuve uns die Gefühle des Protagonisten spüren lassen möchte mit dieser Komposition, mit diesem Shot. Er ist alleine, umgeben von nichts und extrem angreifbar und isoliert. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Moment, für den das Stilmittel der Symmetrie ganz bewusst ausgewählt worden ist. Im Gegensatz dazu, das dritte Bild hat einen ganz anderen Grund, warum hier Symmetrie zur Anwendung kommt. Der Drill Instructor in der Mitte verkörpert natürlich Kraft, also Power und Stärke, und durch die Symmetrie und die aufgereihten Soldaten links und rechts wird das natürlich extrem verstärkt, dass er das Zentrum ist und die anderen zu spuren haben. Das nächste Modell, Rule of Third, ist dir bestimmt ebenfalls bekannt. Wir splitten das Bild horizontal und vertikal in 3 gleiche Teile und platzieren eine oder mehrere Schwerpunkte dort, wo sich die Linien überschneiden. Dabei kannst du jetzt nach Wichtigkeiten abstufen, zum Beispiel wo es sich deine Hauptbühne oder dein Nebenschauplatz befindet. Hier wieder ein paar Beispiele. Das obere Bild ist von Gladiator und die unteren beiden von dem Original Blade Runner. Du siehst im oberen Bild den Reiter perfekt auf einer dieser Überschneidungen platziert. In den unteren Bildern ist der Protagonist jeweils im rechten Drittel platziert, wobei im unteren Bild dem Protagonisten noch die hell erleuchtete Stadt gegenübergestellt wurde. Dieses Kompositionsmodell baut nun also sehr dynamisch Spannung auf, meistens von dem Fokuspunkt zur größeren Bildhälfte hin und wieder zurück. Was ist der goldene Schnitt? Kurz gesagt, Mathematik. Der goldene Schnitt taucht überall in der Natur auf, zum Beispiel die exakte Kurve einer Muschel oder eines Schneckenhauses, das Verhalten von Wellen oder auch von dem Wetter, die Platzierung von Blättern und Ästen, das Verhältnis von Armen und Beinen, Augen und Kopf oder auch Mund und Kinn. Der goldene Schnitt ist wie die Symmetrie Teil unserer Psychologie und angeborenen Wahrnehmung. Wenn sich etwas im Verhältnis oder der Position im goldenen Schnitt befindet, empfindet
empfindet das die Mehrheit der Menschen als visuell angenehmer. Es ist ein Seitenverhältnis, genau genommen 1:1,618, das sich schlicht über die Jahrhunderte durchgesetzt hat und auf das du dich auch immer noch gut verlassen kannst. In der Bildsprache können wir den goldenen Schnitt gut dazu verwenden, den Blick nicht nur direkt zum Fokus zu leiten, sondern über ein paar Stationen erst dahin zu führen. Der Blick wandert dabei oft hin und zurück und stellt eine Verbindung der einzelnen Stationen her. Ich verlinke mal unten in der Beschreibung 1-2 Videos zu diesem Thema, die ich sehr spannend fand. Hier 2 Beispiele. Das obere Bild ist von The Shining und das untere von Gladiator. Im oberen Bild werden wir förmlich durch Jack ins Bild gedrückt und verfolgen seinen Blick in den Raum. Ich nehme hier mal die Fibonacci-Spirale, die quasi den goldenen Schnitt figürlich widerspiegelt. Wenn wir die jetzt nehmen und auf die Bildausschnitte legen, sehen wir, wie extrem viel sich an dieser Spirale fügt. Wir beginnen quasi mit dem Blick rechts bei Jack, der auf dem Bett sitzt, verfolgen die Spirale weiter zu seinem Spiegelbild, bis wir dann am Ende hinten auf seinem Sohn landen, der in der Tür steht. Und wir sehen wirklich, wie die einzelnen Kopfpositionen, aber auch der Türrahmen und die hellen Elemente in dem Bild, wie die Tür perfekt einfach mit dem goldenen Schnitt alignen. Im unteren Bild von Gladiator ist das quasi genau der gleiche Fall. Der dunkle Schatten, in dem wir ganz, ganz schematisch eine Silhouette erkennen können, das drückt uns als erstes in das Bild hinein. Wir gucken automatisch nach links. Und da, wo Russell Crowe da gerade drauf wartet, auf seinen Auftritt wartet in dem Kolosseum, die Tür, die Köpfe der Personen, alles sitzt perfekt im goldenen Schnitt und das ist kein Zufall. Da hat Ridley Scott garantiert extrem mit seinem Kameramann drauf geachtet, dass das passt. Du kannst das gerne mal selber testen. An Gemälden funktioniert das auch super oder an eben Keyframes von Filmen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie exakt Linien von Architektur, von Landschaften, der Horizont, aber auch Köpfe, Figuren, wie die genau auf den Trennlinien oder den Kreuzungen der Fibonacci-Spirale liegen. Zusammenfassend: Komposition bietet dir als Artist oder als Gestalter sehr viele Möglichkeiten, den Blick zu lenken und ebenfalls eine Story in nur einem Bild zu erzählen. Wo kommt eine Figur her? Wo geht sie hin? Welches Objekt oder welches Gebäude ist wichtiger als das andere? Achte in deinem Storytelling immer extrem auf deine Komposition. Kommen wir zum zweiten Punkt: Perspektive. Jeder weiß eigentlich, was Perspektive ist, trotzdem hier ein Versuch, es nochmal so knapp und präzise wie möglich zu formulieren. Perspektive beschreibt das visuelle und lineare Verhältnis von allen Dingen im dreidimensionalen Raum. Sie ist davon abhängig, wo sich der Betrachter im Verhältnis zur Umgebung befindet und mit welcher Linse, in Anführungszeichen, die Umgebung betrachtet wird. Verändert sich die Position und Größen oder Abstände von Objekten zueinander, werden sie nach den Regeln der Perspektive entsprechend verzerrt. Die 3 häufigsten Perspektiven lassen sich mit Fluchtpunkten erläutern. Wir konzentrieren uns hier auf 1, 2 und 3 Fluchtpunktperspektiven. Es gibt natürlich noch viele mehr, zum Beispiel interessante Sonderfälle wie die Fischaugenperspektive, bei der sich die Fluchtlinien zu den Fluchtpunkten hin krümmen, oder die Parallelprojektion, bei der es virtuell keine Fluchtpunkte gibt. Aber diese anderen Formen sind oft so abstrakt und untypisch im Vergleich zum menschlichen Sehen, dass sie für uns, für unsere Konzeptbilder nicht relevant sind. Denn auch unsere Concept Paintings später simulieren immer den Blick des Betrachters und der sollte nun mal menschliche Eigenschaften haben. Das erste Element und das wichtigste, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist der Horizont. Denn auf ihm findest du immer den ersten Fluchtpunkt, wie hier bei der Ein-Fluchtpunkt-Perspektive. Du hast es erraten, bei der 2-Fluchtpunkt-Perspektive liegen auf dem Horizont 2 Punkte, die uns das Gefühl geben, in 2 Richtungen gleichzeitig zu schauen und eine Übereckansicht bilden. Außerdem spielt eine große Rolle, wie eng die Fluchtpunkte zueinander stehen. Stehen sie sehr eng, verstärkt das die Verzerrung des Objektes. Stehen sie weiter auseinander, entspannt sich die Verzerrung. Überträgt man dieses Prinzip auf die Fotografie, hat dies Auswirkungen auf die Linse der Kamera. Stehen die Fluchtpunkte eng zueinander, schaut der Betrachter durch ein Weitwinkelobjektiv, wie zum Beispiel ein 16 mm.
Stehen sie weiter auseinander, dann handelt es sich eher um ein Teleobjektiv, wie zum Beispiel beim Fernrohr mit 300 mm Brennweite. Die Dreifluchtpunktperspektive ist nun eigentlich auch selbsterklärend. Wir haben einen dritten Fluchtpunkt, der allerdings nicht auf dem Horizont liegt. Er liegt meistens weit über oder unter dem Horizont. Das vermittelt uns das Gefühl, dass der Betrachter nicht direkt nach vorne schaut, sondern leicht nach oben oder nach unten. Hier siehst du noch ein paar schnelle Skizzen zum Horizont. Den Horizont solltest du niemals auf die exakte Mitte legen. Das macht dein Bild extrem undynamisch, wie du hier oben rechts siehst. Es gibt Ausnahmefälle, wo man das machen kann, aber das ist nicht der übliche Fall. Lege den Horizont immer in die obere oder untere Bildhälfte. Der Horizont kann natürlich auch außerhalb deines Frames liegen. Das wären aber recht extreme Perspektiven, die wir hier in diesem kurzen Workshop jetzt erstmal nicht benötigen. Und natürlich kann der Horizont auch schräg gestellt sein, wenn die Kamera einen Roll macht. Das kommt oft zur Anwendung in Actionfilmen, in Actionshots oder wenn dem Betrachter eine gewisse ein bewusstseinserweiterndes Gefühl vermittelt werden soll. Ich kann dir nichts über Perspektive erzählen, ohne nicht auch das Thema Tiefe anzusprechen. Denn wenn wir Landschaften und Architektur zeichnen, spielt die Distanz von Objekten zu uns eine gigantische Rolle. Deshalb will ich dir ein paar fundamentale Tricks zeigen, mit denen du die Tiefe in einfachen Kompositionen verstärken kannst. Punkt 1 ist die lineare Staffelung. Dabei zeichnest du gleiche Elemente, die sich zum Horizont hin verkleinern. Das kann wie hier zum Fluchtpunkt sehr linear passieren, das kann aber auch zufällig im Raum verteilt sein. Bei dem zweiten Punkt, Überlappung, suggerieren wir der Wahrnehmung durch sich überlappende Formen, dass Objekte sich hintereinander gestaffelt befinden, sich automatisch Distanz zwischen den Objekten befinden muss und damit ein tiefen Eindruck verstärkt wird. Der nächste Punkt, Atmosphäre. Hierbei ist es so, dass die Objekte beim zunehmender Distanz an Kontrast und an Sättigung verlieren. In realer Landschaft unter blauem Himmel kommt es dann auch oft zur Verblauung der Objekte, also dass sie leicht blaustichig werden. Der letzte Punkt, Detail und Kontrast, ist ähnlich wie Atmosphäre, dass Objekte, umso mehr sie in den Hintergrund rücken, umso weiter sie entfernt sind von unserem Auge, an Kontrast verlieren und vor allen Dingen an Detail und an Struktur verlieren. Ich versuche diese Prinzipien der Tiefenstaffelung und Tiefenwahrnehmung hier nochmal mit weiteren Skizzen zu verdeutlichen. Du kannst gerne diese Übungen ebenfalls mitmachen und zu den hier angesprochenen Punkten mal ein paar Rechtecke aufziehen und schauen, ob du den tiefen Eindruck von Frame zu Frame vielleicht verstärken kannst. Okay, soviel zum Thema Komposition, Perspektive, Horizont und Tiefenwahrnehmung. Vielleicht konnte ich dir ja zu diesen Themen ein oder zwei kleine neue Tipps geben. Wie schon öfters angesprochen, wenn du Fragen und Ideen hast, schreib sie dir auf jeden Fall auf. Später hast du die Möglichkeit, mir deine Zeichnungen und Bilder zu zeigen und deine Gedanken, Probleme oder auch Fragen mit mir zu besprechen. Im nächsten Video versuchen wir diese sehr theoretischen Dinge nun praktisch anzuwenden und auf unsere Designs zu übertragen.